Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück hier bei The Park. In der letzten Folge haben wir erfahren, oder sind wir hier bei dem Park angelangt. Das war die erste Folge. Wir wollten irgendwas an der Info nachfragen, ich weiß nicht mehr was, und unser Sohn ist einfach in den Park gelaufen. Und jetzt sind wir hier im Park und suchen den. Allerdings haben wir immer so komische Erscheinungen, wo die Welt, wo die Sicht sich so ein bisschen krümmt, und wir sind eben da auch durch diesen Tunnel of Tales gefahren, haben die Geschichte von Hänsel und Gretel erfahren, und jetzt suchen wir weiter nach unserem Sohn. Ich habe keine Ahnung, wo der ist. Callum, come back here right now. Aber hier ist was an Another dem... accident. This place. Oh Gott, das fängt schon wieder an. Irgendwas ist hier an dem Auto, alter Schwede. Das sieht jetzt tatsächlich sehr nach The Secret World aus. Oh, was war das? Alter Schwede. Despite the constant interruptions to work, Atlantic Island Park will be opening on time. The governor is booked to cut the ribbon, so the only real question is whether we will have any customers. I'm not truly worried. The customers will come out of simple curiosity. I deduced what was needed from the banned writings of Archie Henderson. Was ist das? Ist das eine 4? Oder heißt es it's astonishing? Ja, it's astonishing to think that a resonance of positive emotions can be used to fuel such a process. Henderson himself chose to use negative, and that caused some of the taint that still lingers in this place. I will not make his mistakes. Very soon I will know if this has been all for nothing. Gott. Kann ich darüber gehen? Ich weiß es nicht, nee. Mal abgesehen davon, dass der so ein bisschen aussieht wie Ted, hat der ein Messer im Auge stecken. Ich frage mich, ob das Callum war. Park 5. Mommy needs to see you, Callum. Wo ist denn dieser hier? Oh Gott. Es bleibt gruselig. Das ist aber auch... Also das Spiel ist kein Jumpscare. Von daher werdet ihr hier nicht erleben, dass ich mit einem halben Herzinfarkt aus dem Stuhl kippe, sondern nur mit einem Viertel, weil es ist eigentlich ein Psycho-Horror-Spiel. Das merke ich auch, also tatsächlich so vom Spielen her. Es ist so eine gewisse Grundspannung da. Where are you? Alter, dieses Kind. Ich könnte auch laufen, aber ich finde das so unpassend. Also rennen oder, ja, laufen. Mommy needs to see you, Callum. Wo ist denn der Junge? Ach, ich glaube jetzt, ich verstehe gerade, glaube ich, auch einen Zusammenhang. Der Typ an der Info meinte irgendwas von wegen, manchmal verliert man halt auch Sachen oder verlegt auch Sachen. Wahrscheinlich haben wir irgendwas hier im Park vergessen. Come back. Ich will dem Trail aber eigentlich gar nicht folgen. Das ist tatsächlich kein sehr freundlicher Park hier. So viel muss man ja sagen. This old thing used to make the blood run to my head. Make me dizzy. Ist das ein The guy Report? just snapped. Those poor kids. Eyewitness Report Atlantic Island Park Incident. Officer on Duty Sheriff F. Bannerman. Witness Name Norma Creed. Okay. Also irgendwas scheint hier passiert zu sein. We were waiting for a turn on the right. Frank, me and the boys. This fellow in the chipmunk suit is making an ice carving while people took photographs. Lawrence wanted to go over to him, but I've always been a bit wary of those suits. They give me creeps. The creeps. Ah, it's silly, I know. Ja, nee, finde ich gar nicht mal so. Also ich finde die teilweise, manchmal sind die auch echt gruselig. Anyway, the chipmunk man, he was carving and picking away at the ice. And at first we thought he was making some animal, like a tiger or lion, but as more and more ice fell away, when you first looked, it was like a human face smiling out of that block of ice.
But the more you looked at it, the more you saw that there was something not quite right about the proportions. Something unnatural that made your heart begin to beat just a little bit faster. Like you were prey and that thing in the eyes was a hunter. Okay, das hört sich ja echt schon sehr, sehr gruselig an. Gucken wir... Ja, nicht mehr so viel. But then these teenagers walked up and one of them made a face at the carving and said something rude to the guy in the chipmunk suit. And then he went berserk. For a few moments it was chaos. Everybody was running away from the guy who had one of the teenagers on the ground, and he was stabbing with the ice pick, and blood was spraying and people were screaming, and Frank and I had the kids and we were dragging them away as fast as we could. And the last thing I saw before Frank dragged me away was that the eyeball of one of those poor kids had landed on the ice sculpture, making the horrible creature look more or less alive. Okay, also hier scheint, im Park selber scheint irgendwas Schlimmes passiert zu sein. Wait, Callum! Ich frage mich jetzt nur wo, also irgendwas muss ja hier noch sein. Wo ist denn dieses vermaledeite Kind hin? Callum! Der ist hier nicht. Jetzt weiß ich aber nicht, müssen wir hier geradeaus oder hier abbiegen? Callum? Da ist noch irgendwas. Callum, where are you? Der ist da hinten. Ah, hier kommen wir auch gar nicht weiter. Oh, diese Schrift, ich finde die grauselig. Ich finde die richtig schlimm zu lesen. Frustrated by the fact that the plans seem incomplete. I know as well as anybody that the rules of the game can be changed with enough money. But no matter how much money talks, it can't conjure up missing plans from thin air. I've tried contacting the organization who sent me these plans and they are stonewalling me. Okay, also anscheinend gab es Probleme mit den Plänen und irgendwie wollte er... Ja, er wollte halt diese Pläne, wahrscheinlich Baupläne oder sowas haben. Aber die haben ihn einfach abgeblockt. Every contact that I had, every meeting place that I have had watched are swept bare. Okay, also kein Mensch war da. I have a sinking feeling that I have been swindled. We've gone ahead with what we could find in the plants regardless, the harvesting machines, the transport mechanisms, etc. Ist auch sehr komisch, ich sehe die Kommas von hier nicht. I'll probably let Nicholas name them something cute for the day we open the park. They will be rides after all. Okay, also anscheinend, wenn ich das richtig verstanden habe, fehlten ihm damals Pläne oder Baupläne für Fahrgeschäfte. Und wie gesagt, die Firma hat ihn einfach abgeblockt, hat ihm nichts gegeben, hat ihn ignoriert. Aber ein paar Fahrgeschäfte gibt es und es waren ja auch tatsächlich gar nicht so viele vorne auf der Liste. Callum, stay where you are. Hier vorne ist noch was. Aber was? X in mein Polaroid. Oh, I remember this. Warum? Warum liegt hier ein Foto von uns im Park rum? Und die guckt auch schon ganz schön... Entschuldigung, die guckt ganz schön gruselig. Callum, where did you go? Der ist da vorne. Stay where you are. Ich will nur noch mal gucken, ob hier noch irgendwo was... Callum? Nee, ich glaube, hier ist nichts mehr. Ich laufe mal ein bisschen. Die Wege sind ja doch recht lang, also ist das, glaube ich, nicht so verkehrt, mal zu laufen. Treachery hides in thoughts. Treachery that lashes like a whip and scars our insides. The first time I saw Callum, my thoughts betrayed me. I looked down at this wrinkled, red, bawling thing and I thought, is that it? We build our world from expectations, and the world that I had built for Callum was no different. He was so real, so there, and so far from my expectations. And they shattered, and as they fell in pieces, that one treacherous thought became a new foundation. All of the love that we shared, all of the warmth and goodness that followed, built on a single,
traitorous thought. Callum? So, wo sind wir denn jetzt? Wir sind am Oktotron vorbei. Und auf dem Weg zu den Bumper-Cars. Wo ist denn dieser Junge? Stop, Callum! Da vorne ist noch was. Follow the trail, das mache ich. Mache ich ja. Read Page da. Oh Gott, ist das klein und viel. I thought working in the park for a summer would be a lot of fun. But the end of season here really drags. There aren't that many tourists around, and so most of the staff spend their days standing around gossiping. And most of that gossip is about Chad. Okay. Also, das Maskottchen, den scheint keiner zu leiden zu können. I mean Steve C. Even I'm starting to call him Chad, and I went to school with the guy. It's that goddamn suit. In the beginning it was a laugh. Steve the local lush as Chad the chipmunk, child-friendly mascot at Atlantic Island Park. Lock up your daughters and all of that. But the more he wears that suit, the weirder Steve is getting. At first it was little things like refusing to change out of the suit at work and taking it home with him every day. Okay, also Steve hat den Anzug die ganze Zeit angelassen und wollte ihn nicht mehr ausziehen, hat ihn sogar mit nach Hause genommen. But then I saw him at Susie's diner, still wearing it, and it wasn't even a workday. Some of the staff complained, discreetly, to park management about the smell, and I saw him walking and talking with Mr. Winter, the owner, one day. But nothing seems to have changed. The suit still smells like a carcass whenever Steve walks by. And apparently Steve has picked up some new skills since the last time I saw him puking up in a gutter outside the Sequoia station. Because he sure as hell can carve a mean ice sculpture. Also, okay, stimmt. Der hat ja das Kind oder die Jugendlichen getötet. Das heißt, der läuft die ganze Zeit herum, der Anzug stinkt wie Hölle. Und der hat da auch noch rein erbrochen. Hätte jetzt auch gekotzt sagen können. War. Und those shapes he makes in the ice, though, they give me the creep. Steve came by the booth today, lucky me, and he just hung around for a while. I couldn't really tell because of the suit, but it seemed like he was just staring at me, sizing me up, eye-fucking me, whatever he was doing. I asked him what he wanted, and he just stood there, not saying anything. Eventually, I called my supervisor, and when he came by, Steve wandered off. My supervisor told me to put everything in writing, so here it is. Also, I quit. I don't want to see that chipmunk suit ever again. Laura Hanman. Also, jetzt habe ich irgendwo daneben geklickt. Was zur Hölle war das gerade? Alter Schwede. Also die hat gekündigt, weil sie diesen Suit nicht mehr sehen konnte. Where are you? Oh, alter Schwede. Fängt das jetzt... Hello? Hier drüben ist der Junge. Oh, Alter, war die das gerade? Also, ich meine, die hat... Keine Ahnung, ob Steve, die vielleicht auch irgendwie umgebracht hat. Was ist das? Das ist aber nicht das... Don't hide from me, Callum. Wo ist der denn? Das kann doch nicht sein. Come out, sweetie. Do you think this is a motherfucking game? Ja, also läuft der Junge einfach weg. Oh Gott, und hier kommt der Rollercoaster. Ich erinnere mich noch an den Rollercoaster, nicht Rollercoaster, die Bumper-Cars. Constant crashes and 80s music. I guess it floats someone's boat. Ich erinnere mich noch, in The Secret World gab es auch ein Bumper-Cars. Und das war schon echt gruselig. Wo geht es denn? Callum! Where did you go? Ich glaube, wir müssen hier rein. Hier ist irgendwas mit dem Bumper-Car. Uah. Examine Device, was ist das denn? Huch. Oh Gott, was passiert denn jetzt?
Was zur Hölle? Was zur Hölle geht hier vor? Das waren doch wir da gerade auf der Liege. Was? Jetzt ist das Ding weg. Und diese Visionen oder wie auch immer ich das nennen will, die fangen wieder an. Mommy needs to see you, Callum. Ich höre den hier hinten irgendwo, aber... Gott, ich laufe mal lieber nicht da drauf. Da hinten ist eins von den Autos an. Come back, Callum. Irgendwas passiert doch bestimmt gleich mit dem Auto. Wie gesagt, ich gehe nicht auf die Fläche. Das ist mir gerade irgendwie zu riskant. Come out, sweetie. Examine Accident Report. Atlantic Island Park Accident Report. Employee's name Francis Dufresne. Time and date of accident incident. Okay, das ist jetzt 25. Oktober 1976. Job title and departments laborers working on the crane. Supervisor, lead person Richard Stapleton. Witnesses Lawrence Creed, Michael Edgeworth. During the transport of the bumper cars into the area, one of the straps attaching the load to the truck came untied, causing a cascade of bumper cars onto Francis, who was standing directing the driver. Francis was crushed by the weight of the cars. Describe any injuries caused. Francis was killed. Did the injured employee see a doctor? Yes. If yes, did you file an employee's portion of a worker's compensation form? Yes. Supervisor's comments. Dexter, the truck driver, claims to have seen someone on the back of the load, undoing the straps. Nobody else reported seeing that. The sheriff has requested that Dexter provide them with urine samples. Okay. What could have been done to prevent this incident? Double checking of the straps after transit should be mandatory, and drug screenings for all drivers. Have the unsafe conditions been corrected? No. Additional comments, notes. The local laborers are very superstitious, and this hasn't helped. Some of them are refusing to return to work until we have someone from the local church walk the park and exorcise the bad spirits. Oh, was? Oh, lass mich hier weg. Alter, bleib doch nicht stehen. Oh. Und ich sag noch, das ist kein Jumpscare, so ein bisschen schon. Halt nicht ganz so krass, aber... Was war das da gerade mit dem Bumpercar? Stay where you are. Wo ist denn der Junge hin? Da oben ist ein Baby. Mommy is coming, Callum. It's a matter of public record that I am a failure as a mother. Once, when Callum was very small, I left him asleep in the car while I ran an errand. Don't even remember what it was. When I came back, the sheriff was standing next to the car, watching my boy through the window. I didn't like what I saw in his eyes. Judgment. He wrote me the ticket without saying a word. Just the scratch of his pen on the notepad. When he gave it to me, our eyes met. I know what you're going through. My daughter, Helen, she just gets some help. Help was a bolt of lightning. Help was 1,000 volts surging through my veins. Help is agony. I'd rather die. I wanted to scream. I'd rather you pulled your gun and shot me. But instead my mouth said, yes, Sheriff. Gott, es wird nicht besser. Also sie war eine schlechte Mutter. Sie hat ihren Sohn mal im Auto vergessen. Where are you, Callum? Wo ist denn dieser Junge schon wieder hin? Jetzt sind wir hier am Riesenrad. Genau, das war auch das Wort, was mir vorhin nicht eingefallen ist.
Was ist das? Hier ist schon wieder so eine Seite. Und die werden immer unleserlicher. Continually delayed by the incompetence of the builders. Okay. The problem is that they are locals and so they believe a lot of the rumors about what Old Man Henderson used to do here. They grew up on those tales. Every time a bolt comes loose or a wrench goes missing, those fools are crossing themselves against the black magic. Of course, that is why I choose this site over all the other potentials. Solomon Island is a nexus for dark energies, and the thought of all that power just dissipating beneath the earth here, it makes my skin crawl. I called in a few favors back in Brooklyn and got someone at the local academy to see if they had any interesting books about local history. Turns out they do, and it turns out that Old Man Henderson has some pretty strong connections to the Brooklyn crowd. Perhaps something he wrote will help me find the piece of the plans that I am missing. Okay, also es fehlten ihm, also die Arbeiter sind halt, die waren total abergläubisch und haben halt alles geglaubt, was der Vorbesitzer oder der Besitzer dieses Geländes hier vorher gesagt hat. Aber Nathaniel Winter hat dann anscheinend probiert, das irgendwie aufzuklären. Bevor ich jetzt hier zu dem Riesenrad gehe, muss ich euch leider mal wieder abwürgen. Wir sind schon wieder am Folgenende angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also ich finde das Spiel gerade super spannend und super gruselig. Aber ihr müsst leider noch ein bisschen warten. Ihr werdet das dann einfach in der nächsten Folge sehen, wie es hier weitergeht bei The Park. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann einfach in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.